Hey Leute, heute mal das Begadi M14 Sport in der SOCOM-Variante. Und wenn ihr wissen wollt, ob uns dieses Gerät beim Spieltag überzeugt hat, dann bleibt dran. Packen wir das Ding mal aus. Den Deckel weg. Im Deckel auf der falschen Seite habt ihr hier die eigentliche Vorderseite. Ja, vermutlich, weil das alles nicht so ganz stimmt, hat vielleicht Begadi gesagt, dreht das Ganze mal um. Ja, stört uns jetzt natürlich absolut nicht. So, dann haben wir natürlich wie üblich die Schussstatistik. So, haben wir noch die Instruction Manuals. Die sind ganz gut, meiner Meinung nach. Hier wird zwar ein bisschen was erklärt, was jetzt total irrelevant ist. Zum Beispiel eben hier was zum Akku und zum Ladegerät. Das ist halt nicht dabei bei dieser Version. Aber was ich auf alle Fälle sehr gut finde, ist, hier hinten wird zum Beispiel das Hop-Up erklärt. Das ist natürlich für Anfänger super. Oder zum Beispiel hier wird, wie man jetzt einen Lauf reinigt und zum Beispiel auch, wie man die Gearbox entfernt. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ganz am Ende gibt es auch noch eine Explosionszeichnung zu dem Ganzen. So, machen wir das mal auf die Seite. So, dann haben wir dazu ein Midcap-Magazin und ein High-Cap-Magazin. Das geht sehr schwer raus. Am besten lasst das gleich drin, weil es halt einfach Quatsch ist. Das High-Cap-Magazin, ja, es ist halt, haut es einfach weg. Haut es einfach weg. Begadi, bitte, 2 Midcaps. Bitte, bitte. So, dann gibt es noch einen mini kleinen Imbus und so ein komisches Drehding für das High-Cap-Magazin. Das fliegt am besten gleich mit dem High-Cap-Magazin mit weg. Machen wir wieder hier rein. Dann habt ihr hier so einen super, super, super tollen Gurt. Wahrscheinlich ist der Gummi, der den Gurt hält, sinnvoller als der Gurt selbst. Weil, wenn ich schon diese Dinger hier sehe, also das ist halt, ja, also das benutzt ihr halt beim ersten Spiel 10 Minuten vielleicht. Danach ist ja alles aufgebogen. Das ist aufgebogen hier, das Ganze, das hier ist aufgebogen und die Waffe liegt halt einfach auf dem Boden. Das ging vielleicht früher klar, als die Waffen noch 500 Gramm gewogen haben. Ich finde bei solchen Waffen absolut nicht. Absolut nicht. Dann in Tütchen BBs, Gewicht unbekannt. Ja, einfach wegschmeißen am besten. Und wie das ja üblich ist bei Zyma, ein Speedloader. Der ist auf alle Fälle brauchbar. Also ich habe einige bei mir rumliegen. Die Dinger, die sind bis jetzt auch noch nicht kaputt gegangen. Machen wir die schöne Verpackung hier weg. Dann haben wir natürlich das M14. Hier mit diesem wunderschönen Hop-Up-Version. Seht ihr das? Ja, ja. Hop-Up-Version Nupsi dran. Ich weiß nicht so richtig. Gibt es etwa eine Version ohne Hop-Up? Zyma, habt ihr sowas noch im Angebot? Ich glaube fast nicht. Also ich glaube, das hier kann man sich schenken. Vielleicht haben sie einfach noch ein ganzes Regal voll und das Zeug muss weg. Vermutlich wird es so sein. Und ein Laufreinigungsstab. Wird ja in der Anleitung erklärt, wie es gemacht wird. Natürlich geil, dass er auch dabei ist. Ja, das war's zum Lieferumfang. Ersteindruck und Verarbeitung. Ihr werdet euch jetzt garantiert wundern, warum ich jetzt hier bin und nie Finch da ist. Wir haben das gedreht, den Teil, also angefangen und dann wurden wir unterbrochen während des Spieltags. Und deswegen haben wir dann vergessen, das nachzudrehen. Deswegen muss ich das jetzt nachholen. Und ihr packt das Teil das erste Mal aus, würde Finch jetzt sagen. Und dann fällt euch erstmal das Gewicht auf. Oh, ist schön. Dann macht ihr den hier und denkt so, geil, gar nicht mal so schlecht. Dann habt ihr hier, der Body, der ist so schön geriffelt, der hat schöne Struktur. Dann habt ihr hier der Griff, der ist auch nochmal extra texturiert, genauso wie hier vorn. Und dann fallen euch so ein paar andere Kleinigkeiten auf, zum Beispiel das hier. Das hier, das ist nicht sonderlich schön, dass man das so hochheben kann. Aber na gut, es gibt ja hier noch diese andere Schiene, die man sich drauf machen kann. Hat man mehr Rails, dann ist das hier beseitigt. Uns ist das während des Spieltags aber nie sonderlich negativ aufgefallen. Du hältst die so, dann spielst du so und dann fällt dir das nie sonderlich ins Gewicht. Das ist nur, wenn du jetzt mal so machst, ist es halt unschön für jemanden, der das Teil das erste Mal in die Hand nimmt. Der wird erst mal denken so, aber wenn ihr dann damit gespielt habt, dann tut sich das auf jeden Fall ins Positive umwandeln, weil hat ein schönes Gewicht, sich gut damit spielen und ja,
Hier hinten, das ist auch schön gemacht. Da kommen wir dann in den Details nochmal dazu. Und das Magazin, das rastet sauber ein. Wackelt ein bisschen. Da kommt der Fincher nochmal später dazu. Genau, das war es erstmal so zum Ersteindruck. Und weiter macht jetzt der Finch. So, kommen wir zu den Details. Hier vorne haben wir den Mündungsfeuerdämpfer. Der ist mit dem kleinen Stift hier gesichert. Wenn ihr den unbedingt rausschrauben wollt, der Imbus ist ja mit dabei, müsst ihr auch dieses Teil hier entfernen. Hat jetzt keinen richtigen Sinn, weil da nichts drunter ist. Da gibt es kein Gewinde und nichts. Deswegen könnt ihr es auch einfach drauf lassen. Dann haben wir das Korn. Das ist nicht einstellbar. Das ist einfach nur da sozusagen. Gehen wir weiter, haben wir hier vorne einen Slinghalter aus Stahl. Das ist eins von den wenigen Teilen, welche hier aus Stahl sind. Genau, hier habe ich einfach einen ganz normalen Two-Point-Sling reingeslingt. Das war super auf dem Spieltag. Also hat man das Ding sich einfach auf den Rücken geworfen und ja, oder halt eben den Sling einfach hängen lassen. Das war eigentlich ganz geil. Dann haben wir hier aus Kunststoff haben wir hier einfach ja, den Vorderschaft sozusagen. Hier ist relativ schnell klar geworden, dass das hier oben irgendwie naja, nicht so super verarbeitet ist. Es ist extrem dünnwandig, wie man hier sieht. Extrem dünnwandig und es wackelt auch und schlackert hier oben in seiner Halterung auch extrem rum. Also ja, weiß ich nicht. Also beim Spiel hat es nicht sonderlich gestört, aber qualitativ ist es natürlich absolut nicht hochwertig hier das Ganze. Also der Schaft, der untere Teil vom Schaft, der geht, der knarzt hier ganz klein bisschen, wenn man den zusammendrückt. Aber das obere Teil hier, das, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, auf dem Spiel hat es nie gestört, aber Hier oben haben wir eine Picatinny-Schiene für, ja, im Endeffekt Red Dots, weil ein Zielfernrohr braucht ihr euch hier vorne an die Position nicht ranmachen. Ja, wir haben halt hier unsere Scopecam drauf gehabt, seht ihr dann nochmal in den Aufnahmen. Ja, die funktioniert, die macht das, was es soll. Dann haben wir hier den Ladehebel, der funktioniert zwar, aber es hat jetzt quasi keinen Zweck, den zu benutzen, weil das Hop-Up nicht hier drunter ist. Es ist einfach nur die Gearbox, auf die man hier guckt. Aber das Geräusch fetzt. Ja, schönes Gimmick. Also wäre schon irgendwie auch doof, wenn es ohne Funktion wäre, das Ganze. Das Blech hier ist ein bisschen dünn, deswegen klingt das so hell. Wenn das ein bisschen dicker wäre, wäre das vielleicht ein schöneres Geräusch. Aber an sich klingt es schon cool. Das Ganze ist hier aus vermutlich Zinkdruckguss, deswegen vielleicht nie allzu oft hinterziehen und vorschnalzen lassen. Ist fraglich, wie lange das Ganze dann hält. Ja, gehen wir nach unten. Hier haben wir den Magazinschacht. Unten im Magazinschacht haben wir das Hopperbrädchen. Wenn das Magazin drin ist, das wird ja hier eingehakt dann, kommt man dennoch an das Hopperbrädchen ran. Das ist natürlich super geil. Also das ist top, weil man kann einfach den Hop-Up einstellen, ohne irgendwie ein Magazin rauszunehmen oder ohne irgendwas aufzumachen, sondern einfach los geht's. Dann haben wir den Hebel, um das Magazin zu entfernen. Ja, das hat einfach bis jetzt super funktioniert. Also was soll hier auch nicht funktionieren? Dann haben wir hier die Sicherung. Die ist auch einfach extrem simpel, halt entsichert, gesichert. Also extrem simpel, wenn man jetzt sogar noch unbedingt wollte, könnte man hier durch das Loch noch ein Schloss machen. Dann wäre das Ding quasi nicht mehr zu entsichern. Ja, ist jetzt natürlich fürs Airsoft Quatsch. Ich weiß nicht, ob das im Scharfwaffenbereich tatsächlich irgendeine Bewandtnis hat, weil das Loch wird sicherlich nie aufgrund der Gewichtsreduzierung sein. Das glaube ich bald nie. Ja, simples Ding, funktioniert einfach. Dann haben wir den Bügel hier. Der ist aus Stahl, das ist das zweite Teil, was aus Stahl ist. Das war es dann auch. Genau, der ist dann auch dafür da, wenn man das Ding auseinanderbaut, müsste man quasi diesen Bügel entfernen, dann könnte man hier alles auseinanderziehen. Den Abzug, da kommen wir dann später nochmal dazu. Hier haben wir quasi den Feuerwahlhebel. Hat natürlich hier bei uns absolut keine Funktion. Bei der echten könnte man halt bei manchen Modellen vollautomatisch und halt halbautomatisch einstellen. Der fühlt sich irgendwie so ein bisschen nasch an, weil jetzt hier ist quasi überhaupt kein Widerstand da, bis es dann umswitcht. Und das Ganze quasi rückwärts auch. Quasi null Widerstand und dann switcht er um.
das fühlt sich irgendwie ein bisschen billig an. Da weiß ich jetzt nicht so richtig. Also hat wie gesagt eh keine Funktion, aber das fühlt sich irgendwie ganz schön billig an, das Ganze hier. Hier oben könnte man dann quasi, anstatt dieses kleinen Blocks, könnte man dann quasi auch noch einen Block mit einer Piccadilly Rail draufschrauben. Das wäre halt sinnvoller, um dann hier eventuell Zielfernrohr oder ähnliches drauf zu basteln. Hier ist jetzt halt bloß dieser Block mit diesem Gewinde hier drin. Müsste man quasi raus, also quasi Madenschraube drin, die muss man rausschrauben, dann kann man das Ding rausschieben. Also was jetzt hier speziell drauf kommt, keine Ahnung. Wird es vielleicht schon irgendwas geben, was man hier reinstecken kann, irgendwas, aber ja, weiß ich jetzt leider nicht. Bin ich raus. Haben wir hier hinten die Kimme, die ist einstellbar nach oben und nach unten und links und rechts über Klicks jeweils. Das lässt sich sauber einstellen. Im Airsoft eher uninteressant, aber es ist schön, dass es geht und es geht auch gut. Auf der anderen Seite haben wir noch den Bolt Catch. Quasi nach hinten ziehen und dann drücken. Hat natürlich, wie gesagt, absolut keinen richtigen Sinn, weil man natürlich hier oben nichts machen kann. Wenn es hier oben das Hop-Up wäre, wäre das Ganze recht sinnvoll, weil man es einfach arretieren könnte, da es kein Hop-Up hier oben gibt. Ja, ist halt einfach, das ist Spielerei, aber ist nie verkehrt, dass es geht. So, dann haben wir hier eben diesen Gewehrgriff. Das muss man schon ein bisschen mögen. Kommt jetzt nicht unbedingt jeder mit klar. Ich finde, es ging. Also ich habe mir das ein bisschen schlechter vorgestellt quasi, aber es ging eigentlich ganz gut. Hier hinten der Schaft, wo dann quasi der Akku reingeht. Riesengroß, also extrem viel Platz für das Ganze. Hier haben wir nochmal eine Aufnahme für einen Sling halt. Das ist hier aus, das wissen wir nicht so richtig, aus was der hier ist. Ich würde sagen, dass es aus Kunststoff ist. Ja, und wenn ich das hier so, das Ding ist aus Kunststoff. Hat aber gehalten. Also macht jetzt ohne den super billigen Eindruck hier das Ganze. Also würde ich jetzt, ja, würde ich schon auch einfach einen Sling ranmachen und wird funktionieren. Bei uns hat es gehalten. Dann haben wir hier hinten die Schaftkappe, die ist aufklappbar. Kann man quasi aufklappen. Wenn man jetzt vorne ein Zweibein dran hat, kann man das sich dann sozusagen einfach auf die Schulter legen und kann dann quasi die Waffe dann einfach vorne auf dem Zweibein und hinten halt auf der Schulter und kann sozusagen mit den Händen machen, was man will. Ja, ist halt einfach, weil es bei der echten auch so ist. Bräuchte man jetzt im Airsoft mit Sicherheit nie unbedingt. Genau, dann haben wir hier einfach das Fenster für die Akkus. Wie gesagt, kommen wir dann im Akku-Ansprechverhalten nochmal dazu. Extrem viel Platz. Also hier kriegst du so ziemlich alles rein. Eine Autobatterie wird wahrscheinlich nie durchs Loch durchpassen. Hier drinnen wäre genug Platz dafür. So, machen wir direkt weiter mit den Markings. Da gibt es nicht viel. Also da sind wir wirklich sehr, sehr kurz angebunden. Hier steht Made in China. Dann haben wir hier noch eben zum Einstellen, was quasi links ist, worum man drehen muss, um nach links zu kommen. Und auf der Seite haben wir das F55 weg und die Kaliberbezeichnung. Das war's schon mit den Markings. Mehr ist nie dran. Ja, da hätten wir das abgehakt. Machen wir weiter mit den Magazinen. So, die Magazine, da haben wir zweimal Stahlblech. Schöne Dinger, da haben wir wie gesagt einmal das High Cap, eben wo man hier ganz normal unten über das Rad drehen kann. Oder dann eben mit diesem kleinen Schlüssel, der da mitgeliefert wurde. Also wer sich das mal ausgedacht hat, dass man das auf dem Spielfeld wirklich so nutzen kann und sollte, also weiß ich nicht. Die sind wahrscheinlich noch nie spielen gewesen. Oder wer weiß, aus welchem Jahrhundert das noch stammt. Ja, aber generell ja, einfach High Cap, haut's einfach weg. Wenn ne, macht hier oben die Klappe auf, schüttet die ganzen Kugeln rein. Es müssten so um die 400 Stück reinpassen. Ist ja ein bisschen breiter, ein bisschen größer als ein AR-15 Magazin, deswegen passt ein bisschen mehr rein. Dann dreht ihr hier unten einfach an dem Rad, bis der Strang hier oben angekommen ist. Dann dreht er noch ein bisschen weiter, bis er dann so ein bisschen wie so eine Art Widerstand merkt. Dann lasst das einfach sein. Ja, und dann kann es schon losgehen. Müsst ihr halt die Waffe hier auch nicht mal rausnehmen. Aber wie gesagt, ey, flackt's weg. Wir hatten ja für unseren Test nur die 2 Magazine. Deswegen mussten wir das zwangsläufig mitnehmen. Bei den 036ern hat es lediglich 15 Schuss rausgeschossen. Danach musstest du schon wieder drehen. Also hier sind ja mehr als 15 Schuss in dem Strang.
Aber aus irgendwelchen Gründen wollte das einfach nie weiter. Da musstest du wieder Druck drauf geben. Ja, also das Magazin ist demzufolge auch nicht unbedingt geeignet jetzt für schwere Grammaturen. Deswegen kommen wir jetzt zu dem richtigen Magazin, das Midcap. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel drin ist. Das blenden wir unten ein, wie viel hier reinpasst. Ja, das Ding ist ein bisschen schwerer als das Highcap. Das ist ja quasi leer. Fühlt sich demzufolge, also fühlt sich einfach besser an. Einfach weil es schon schwerer ist, fühlt es sich schon besser an. Ja, super Ding. Also hat super gefeedet, hat mit allen Grammaturen, die wir da hatten, womit wir es probiert haben, gefeedet. Also eben bis 0,36er haben wir probiert. Genau, hat alles das gemacht, was es soll. Das Einlegen ist easy. Ihr kippt das einfach hier vorne rein. Ist natürlich jetzt schwierig mit der Sicht hier. Und dann lasst das einfach nach hinten kippen, dann klappt das hier rein und alles tutti. Wackelt ein bisschen in alle Richtungen, aber es feedet super. Wisst ihr, das Wackeln kriegt man wahrscheinlich auch ganz schwierig raus, kann ich mir vorstellen. Muss man hier vielleicht ein bisschen Tape oder hier innen vielleicht irgendwie ein bisschen Tape oder irgendwas aufbringen, damit quasi einfach mehr Druck drauf ist. Aber sonst, wie gesagt, lässt sich super easy einlegen. Klack, super easy wieder raus. Das hat richtig, also das funktioniert einfach super. Zu der Kompatibilität können wir jetzt leider nichts dazu sagen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wir hatten leider einfach nichts anderes da. Also wir hatten nur die 2 Magazine und wir haben halt einfach keine anderen da. Sonst könnte man, es wäre geil gewesen, wenn man mal hätte gucken können, ob die zu den G&G Magazinen passen oder ob das halt da hier mit reinpasst, ob das mit funktioniert. Aber wie gesagt, haben wir leider nicht da. Deswegen, ja, sorry Leute. Falls ihr Ahnung davon habt, was hier reinpasst, was trotzdem feedet, was funktioniert, dann haut es unten in die Kommentare rein, damit die Leute, die sich das Ding vielleicht zulegen wollen, damit die da eine kleine Übersicht haben über das Ganze. So Leute, Anbauteile, wie ihr seht, es ist halt kein AR-15, wo hier 12 Meter Rail dran sind, sondern ihr habt quasi nur die hier oben. Ich habe jetzt mal hier in EOTech drauf gemacht. Ich finde, es sieht scheußlich aus. Der Tom findet es nie so schlecht. Macht euch selber ein Bild drüber, ob euch das so gefallen würde und ob ihr das so spielen könntet. Ich nie, unbedingt. Also ja, wissen, die sieht halt scheiße aus, meiner Meinung nach. Da hier jetzt leider quasi nicht so viel zu machen ist, es gibt mit Sicherheit hier vorne, gibt es mit Sicherheit 2 Beine, die man einfach hier vorne ranklipst und sowas. Aber Begadi hat da zum Beispiel auch einfach eine Rail da. Die kann man quasi hier einfach dann oben drauf bauen. Die blenden wir euch hier unten jetzt gleich mal ein. Dann hat man halt einfach eine durchgehende Picatinny Rail und kann demzufolge einfach ja, ein Rad dort woanders platzieren oder einfach einen Scope ordentlich drauf platzieren. Also dieses Klapperteil kommt dann quasi weg, wenn ihr euch diese Rails drauf baut. Ihr habt genug Platz für irgendwelche Anbauteile. Das ist quasi, das kann man sich ruhig mal gönnen, sozusagen. Ja, des Weiteren, also anbauteiltechnisch bist du halt hier wirklich ganz schön limitiert. Ist halt, ja, aber ist halt so. Ist halt ein bisschen oldschool das Ganze. Das war halt früher ein bisschen anders. War halt nicht alles voll mit Schienen. Was es halt noch gibt, es gibt noch einen Holzschaft. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der hochwertigste Kunststoff hier. Der sieht zwar jetzt nie so verkehrt aus und lässt sich auch nicht sonderlich zusammendrücken, aber es gibt halt, wie gesagt, noch einen Holzschaft. Der ist natürlich ein bisschen besser. Den gibt es halt bei Begadi noch auf der Website. Blenden wir euch auch hier unten direkt mal mit ein. Da könnt ihr euch da ein Bild drüber machen, wie das Ganze aussieht. Kommen wir zum Akku und zum Ansprechverhalten. Akku einlegen, easy peasy. Aufklappen, aufklappen. Kabel rausnehmen und ja, Akku einfach anstecken. Wir haben jetzt hier einen 7.4er AMAX. Was jetzt hier reinpasst, da brauchen wir diesmal nicht drüber reden, weil es passt einfach alles rein, was durch diese Klappe durchpasst. Deswegen brauchen wir uns jetzt hier nicht großartig irgendwie damit auseinandersetzen, was passt hier alles so an Akkus rein. Es passt schlichtweg alles. Und wenn es nicht durch die Klappe passt, könnt ihr wahrscheinlich die Schrauben aufmachen und dann einfach reinwerfen, das Ganze. Akku ist angesteckt, das Core hat vibriert. Stecken den jetzt mal schnell noch hier rein. So, und jetzt machen wir Ansprechverhalten. Entsichern. Ja, das geht zügig. Das geht sehr zügig. Das ist halt eben quasi das Gleiche, was wir ja immer haben
du hast das Core drin und dadurch funktioniert das einfach. Also da habe ich wirklich das Gefühl, dass ich mich echt wiederhole, aber es ist halt quasi, ja, es funktioniert halt alles gut, einfach super gut. Machen wir das Ganze mal mit dem 11.1er. Das Core hat vibriert, können wir loslegen. Ja, ey, das geht ab. Das geht einfach ab. Mit dem 11.1er geht einfach ab. Der Weg ist also, man könnte sagen, quasi auf dem halben Weg schlägt sie ab und dann hat man noch ein bisschen, obwohl, ja, doch circa der halbe Weg. Und dann hat man noch ein bisschen Luft nach hinten. Kommt halt darauf an, wie schnell man unbedingt triggern muss. Also, ja, es sind ja nun mal Airsoft-Spiele, da kommt es jetzt vielleicht nicht unbedingt aufs Zehntel drauf an. So, vom Klang her, ihr habt ja gehört, so ganz kleines Kreischen ist zu hören, klingt aber natürlich jetzt mit Magazin drin und Kugeln deutlich besser. Wir zwei, Tom und ich, finden den Klang eigentlich total in Ordnung, aber unser Technikspezi, der war heute mit vor Ort, wir drehen das gerade alles nach dem Spieltag hier, der meinte, dass der Motor sehr angestrengt klingt, dass man den quasi einfach noch mal ein bisschen rausdrehen muss. Das muss jetzt natürlich nicht bei jedem Modell so sein, aber bei dem hier ist es offensichtlich so. Also quasi den Motor einfach ein bisschen rausdrehen, ein bisschen entspannen das Ganze und dann soll das auch nicht mehr so, ja, so angestrengt klingen, das Ganze. So, kommen wir zum Hop-Up. Einstellen, easy peasy, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Einfach hier vorne das Rad, ganz easy über Klicks hier. Kann man, wie gesagt, auch machen, wenn das Magazin drin steckt. Also super gelöst, wirklich funktioniert super, perfekt. Die Hop-Up-Leistung ist leider nicht so super. Also beim Spielen ist uns das gar nicht aufgefallen, weil vermutlich irgendwelche Äste sind und die Reichweiten überhaupt nicht so richtig groß waren. Aber jetzt beim Schusstest, habt ihr jetzt gerade eben gesehen, gab es ganz schöne Ausreißer nach links, nach rechts. Also das war ein bisschen enttäuschend. Wie gesagt, beim Spieltag nie so aufgefallen. Jetzt aber eben beim Schusstest ganz schön krass. Weiß ich nicht. Also könnte besser sein. Wir haben ja mit den 036ern geschossen, das habt ihr ja gesehen. Wir haben auch, weil es eben plötzlich ausreißend tat, haben wir eben auch den Lauf nochmal gereinigt und so. Hat jetzt nie unbedingt den Erfolg gebracht, den wir uns erhofft hatten. Schwierig, schwierig. Runter.
So, ich nochmal. Und zwar ist der Schusstest gerade vorbei, Reichweitentest genauso. Und da werde ich jetzt denken, die schießt doch eigentlich super, weil Finch würde euch gleich erzählen, ja, wir hatten dabei Ausreise und sind nicht ganz so zufrieden. Und zwar ja, also ich habe jetzt bei dem Schusstest so die besten Sachen rausgenommen, die wir hatten. Aber wir hatten stellenweise wirklich massive Ausreißer drin, aufgelegt, auch auf der Schulter aufgelegt, im Knien, im Stehen. Wir hatten stellenweise links und rechts massive Ausreißer, die wir nie zuordnen konnten. Deswegen sind wir mit der Hauptableistung, was den Streukreis angeht, nie zufrieden. Mit der Reichweite ja, aber mit dem Streukreis sind wir nicht ganz so zufrieden bei der Waffe diesmal. Trotz des Bugatti Hop-Ups. Und zu den 0,36er Gramm, ich habe die jetzt nochmal nachgekront mit 0,20ern. Da hat sie 1,4 Joule. Mit 0,32ern geht es dann schon runter auf 1,3 Joule. Und mit 0,36er sind wir nur noch bei 1,2, 1,24 Joule. Ich könnte mir vorstellen, dass das Laufvolumen nicht ausreicht. Bin jetzt nie so der Techniktyp. Aber Reaper meinte ja manchmal, dass es dann am Laufvolumen liegt, wenn praktisch die Energie schwächer wird. Und genauso hat mir das mein Technik-Spezi auch erzählt nochmal. Und deswegen, laut Reaper ist hier ein Laufvolumen von 2:1. Eigentlich müsste es ausreichen für die 0,36er, aber laut Chrono reicht es halt nie. Nur nochmal das dazu und jetzt macht Finch wieder weiter. Spieltagsfazit. Also, hat mich übelst überrascht. Ich dachte M14, ja, hier Gewehrgriff und oh, und habe ich da wirklich Lust drauf und oh, eigentlich ne. Aber, ey, what the fuck? Das Ding hat mir übelst Spaß gemacht. Also wirklich hat übelst Spaß gemacht. Ich hatte hier einen ganz normalen Two-Point-Sling dran. Jetzt nichts Verrücktes mit Three-Point oder hast du nicht gesehen. Wenn ich sie halt nie gebraucht habe, wenn ich die Backup hatte, habe ich sie einfach auf den Rücken geworfen. Der Tom würde hier oben ein paar Videos einblenden von unserem Spieltag. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Szenen. Gelb, gelb, gelb von der Ecke. Den hab's. Schlecht zielen mit dem Ding. Übelst genial, weil die ja relativ kurz ist, konnte man auch aus dem Gebäude raus, wenn man halt dann rausgeschossen hat, konnte man damit sich auch ganz gut bewegen. Super geil, also wirklich, war gut, hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Vom Gewicht her, klar, wiegt jetzt ein bisschen was, aber ich finde, ich weiß nicht, die greift man einfach so gut, da fand ich das Gewicht nicht störend. Also wenn ich zum Beispiel gerannt bin, habe ich die halt einfach so ja irgendwie genommen, so oder irgendwie so. Super, also wirklich, eben wie gesagt, kurz und so, wie ihr wahrscheinlich in den Videoaufnahmen dann sehen werdet, hier hat man halt die Scopecam drauf. Dadurch war das mit dem Zielen ein bisschen schwieriger. Aber ja, wir haben trotzdem ein paar Hits haben wir trotzdem gelandet, weil die Reichweite zum Beispiel halt auch einfach Stock einfach schon super ist. Also die Reichweite, die hat auch absolut überzeugt. Das habt ihr ja beim Reichweitentest schon gesehen. Also zum Spielen, ich war extrem überrascht. Ich habe nicht viel erwartet, aber war gut, war wirklich gut. Fazit, positiv. Der günstige Preis, der Platz für den Akku, das Core, ja, das ist halt jedes Mal mit dabei. Einstellen vom Hop-Up, das Midcap-Magazin feedet schwere BBs. Neutral. Das Hop-Up und eben der Streukreis, demzufolge, ja, weiß ich auch nicht. Also beim Spieltag nie so aufgefallen, könnte besser sein. Die Verarbeitung, ja, hier und da gibt es halt so ein paar Sachen, die jetzt nie so super sind, aber prinzipiell ist es schon spielbar. Negativ. Kein 14 mm Gewinde dran, ja, weiß ich nicht, hätte man machen können, also verstehe ich nie ganz. Und natürlich das Highcap, weil es ein Highcap ist. So Leute, kommen wir zum Fazit. Wenn euch die Verarbeitung nicht stört und ihr mal was anderes haben wollt als in M4 oder in AK oder so, dann könnt ihr auf alle Fälle zum M14 greifen. Also spieltagstechnisch hat uns das Ding richtig Spaß gemacht, hat uns richtig überzeugt. Also ich war regelrecht überrascht davon. Ich habe nie so viel erwartet, war richtig geil. Ja, also absolute Kaufempfehlung. Vor allen Dingen für den Preis. Kiste habt ihr jetzt ausgepackt.
Die Knifte habt ihr das erste Mal in die Hand genommen. 269 € das Teil. Ja gut, was willst du machen? Die bräudeln jetzt alle ab. So, die Kiste habt ihr jetzt ausgepackt. Und jetzt nehmt ihr euch die Knifte quasi das erste Mal in der Hand. Guckt euch das erste Mal an. Also Ersteindruck. Ich hab die aus der Kiste raus. Das ist doch nicht so. Leb ihr aus! Leb ihr aus! Du, jetzt können wir erstmal Pause machen, weil jetzt kommen alle hier vor und ballern alle nochmal die Magazine leer.